Heute habe ich eine Frau im Wonderworks Podcast, die ich nicht nur als Hebamme kenne, so wie die meisten von euch. Katharina Butolin ist vieles. Sie ist Hebamme, das stimmt. Sie ist Mutter, sie ist Partnerin, aber sie ist auch eine Freundin. Sie ist eine Frau, deren Weg sich an vielen Stellen mit meinen gekreuzt hat. Unsere Leben sind über Jahre miteinander verwoben. Durch unsere Arbeit, durch gemeinsame Erfahrungen, durch das Frausein selbst. Und genau das macht dieses Gespräch so besonders. Es ist ein echtes Miteinander. Ein Raum, in dem wir uns begegnen, als Kolleginnen, als Frauen, als Menschen, die diesen Weg in all seinen Facetten kennen. Wir sprechen über Geburt. Ja, das tun wir. Aber auch über das, was darunter liegt. Über das Leben dazwischen. Über Muttersein, über das Frausein, das Begleiten und begleitet werden. Es ist ehrlich, lebendig, manchmal leicht, manchmal tief. Und genauso wie echte Gespräche eben sind. Ich freue mich riesig, dass Katharina Kathi heute bei mir ist. Heute habe ich eine besondere Gästin bei mir im Podcast. Und liebe Kathi, ich freue mich riesig, dass du nicht relativ, sondern unglaublich spontan warst, dass du heute bei mir bist. Du wärst im nächsten Block quasi eingeladen gewesen und bist, weil jemand ausgefallen ist, ganz schnell von heute auf morgen da gelandet im Studio, das du ja kennst, weil du ja selbst in diesen Räumen auch als Hebamme tätig bist. Und warum mein Herz wirklich hüpft, weil wir uns in so unterschiedlichen Aspekten im Leben schon kennen. Eigentlich, traue ich mich sagen, in einer Art und Weise kenne ich dich in- und auswendig, von innen und von außen, weil ich mich traue zu sagen, dass du eine Freundin von mir bist, dass du eine unglaublich kreative, wilde Kollegin bist, Hebammenkollegin, dass du einfach ein Wesen bist, das wild durchs Leben geht, dass wir schon so viel miteinander in verschiedenen Aspekten und Rollen erlebt haben, dass wir so viel gelacht haben miteinander, dass wir auch gut geweint haben miteinander. Und die meisten Menschen da draußen kennen dich als die Hebamme in Klagenfurt, die in der freien Praxis arbeitet und Studentinnen als Lehrende an den FHs, ich glaube in Klagenfurt und auch in Salzburg. Und auf was ich mich so freue heute ist, zu sehen, wer ist denn die Katharina, meine Kathi, zu all diesen Rollen, aus denen ich dich schon kenne und aus denen dich die Welt da draußen eigentlich kennt. Und diese Nuancen herauszufiltern und heute mit dir da zu tanzen, macht mich so richtig, richtig glücklich. Und überhaupt, dass du zugesagt hast, als ich dir den Antrag quasi gemacht habe. Also herzlich, herzlich willkommen, Katharina Kathi Butolin. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Meistens gehe ich an diesen Tag zurück oder an die Phasen zurück, wenn jemand bei mir im Studio ist, wo habe ich diese Person das erste Mal kennengelernt. Unsere Begegnung war einer
sehr besonderen Art. Mhm. Darf ich die teilen mit dem Mhm. Publikum, Mhm. mit den Zuhörerinnen? Was war das? Das war Sommer, es war August, ganz sicher war das Juli, Ende Juli, 17. 17. Juli. Mhm. Es war ein sehr heißer Tag. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich weiß, dass es sehr heiß war. Ich weiß, dass ich schon wieder im Verzug war mit Visiten, dass meine Family schon im Loretto-Bad auf mich gewartet hat, meine 4 Kinder und mein Mann. Und ich habe irgendwie schnell nach Hause und habe so meine Hebammensachen abgelegt und ich mache mich schnell fertig, damit ich dann einfach noch ins Loretto fahre und mit ihnen einfach eine Runde schwimmen gehen kann, weil sie schon so rein ins Telefon geweint haben quasi, wo ich denn bleibe. Weil was meine Kinder gut kennen, ist, dass die Mama immer zu spät kommt oder dass sich die Sachen verschieben, was unsere Arbeit so ein bisschen mit sich bringt. Mhm. Ich kenne das. Ja, Mhm. du kennst das sehr gut auch. Und ich sitze im Auto, weil ich in Rufbereitschaft war, glaube ich, und deswegen bin ich gar nicht mit dem Fahrrad zum See gefahren. Im Auto überall nass vor lauter Hitze, weil da hatte ich noch kein Auto mit einer guten Klimaanlage. Das ist schon eine Zeitl her. Ist schon eine Zeit her. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich schon 12 Jahre her, gell? Mhm. Ja, Bald genau, 13, ja. bald 13. Mhm. Und dann fahre ich da Richtung Südring und es läutet das Telefon. Eine Hebammenkollegin ruft mich an, das warst nicht du, und sagt: „Sala, du musst mir jetzt helfen. Kannst du bitte zu mir kommen?“ Ich sage: „Was ist los?“ „Ja, ähm, ich bin bei einer Geburt, ähm, und es tut mir leid, aber ich brauche Unterstützung im Nähen. Kannst du bitte kommen?“ Und ich habe mir gedacht: „Nein, ich kann dir nicht helfen. Meine Kinder weinen da im Loretto. Ich bin durchgeschwitzt. Nein, ich kann nicht.“ Und dann hat sie zu mir gesagt, glaube ich: „Sala, wenn du nicht kommst, dann muss ich mit der Frau in die Klinik fahren.“ Und ich habe mir gedacht: „Nein, okay, okay, okay.“ Ja, nicht, dass das jetzt das Schlimmste ist, aber nach einer Hausgeburt, wegen dem dann in die Klinik zu fahren, wenn das jetzt nicht so eine grobe Verletzung ist, dann ist das einfach ein bisschen öd. Das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung als Mama, als Frau, ist will man das dann nicht. Und dann habe ich bei Minimundos schon, wo man dann links zum See fahren kann oder geradeaus auf die Autobahn, gesagt: „So, wo bist du? Sag mir, wo bist du?“ „Ja, in Gottesbichel bin ich.“ Und dann habe ich gewusst: „Okay, ich nehme jetzt die mittlere Spur und ich fahre jetzt einfach nach Gottesbichel.“ Und dann kam ich dort an und da es war heiß drinnen in diesem Raum, unendlich. Es hat nach Geburt gerochen. Auf das stehen wir, sobald man Geburt riecht, ist alles gut, habe ich so ist es für mich als Hebamme. Du kommst in einen Raum, du riechst die Geburt. Okay, dann bin ich angekommen. Dann sehe ich da ein junges Paar mit einer Frau, also du nach der Geburt mit einem Baby im Arm. Und ich komme da als Fremde hinein. Und das Erste ist, ich begrüße dich und ich gratuliere dir. Aber das Nächste ist schon bis zwischen deinen Beinen und schau, was sind da? Also ist schon ein großer Intimitätssprung, wenn man sich vorher nie kennengelernt hat. Mhm. Und schau dann, was ist da jetzt passiert an Geburtsverletzungen. Atme aus und versorg dich und denk mir danach, ging es sich trotzdem noch sehr aus, weil ich dachte, wie dankbar ich bin, dass ich nicht nach links abgebogen bin. Und das macht mich jetzt richtig emotional, weil ich damals eigentlich noch gar nicht gewusst habe, was für eine Reise da beginnt zwischen uns zwei. Und die ist jetzt 12 Jahre, fast 13 Jahre lang. Und
Ich finde sie wunderschön. Ich auch. Und dann würde ich gerne wissen, wenn du an diesen Moment der Erstbegegnung zurückgehst, wie war es für dich? Weil du bist damals frisch als Hebamme, frisch gebackene Hebamme Mhm. quasi, Von Wien wieder von Wien nach reinkommen. Kärnten gekommen. Und das Erste, was du als Hebamme da hingelegt hast, war deine eigene War die Geburt. eigene Geburt. Mhm. Mhm. Also wie war dann dieser Moment? Ja, ich war dir, also wie die Kollegin gesagt hat, es kommt eine andere Kollegin, war ich dir sehr dankbar. Ich habe nicht gewusst, dass du auf dem See unterwegs warst. Das habe ich erst im Nachgang dann alles erfahren. Und ich war dir wirklich sehr, sehr dankbar, weil es tatsächlich eine der ersten Fragen war, die ich der Kollegin gestellt habe, ob das ja möglich ist, dass ich nicht wegen einer Geburtsverletzung in die Klinik muss zum Nähen. Das ist total spannend. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich da irgendwas ausgelöst damit, weil das Das meinst du schon vor tatsächlich, der Geburt? ich habe in der Schwangerschaft gefragt, ja, ob sie die Geburtsverletzungen versorgen kann, weil es mir extrem wichtig wäre, nicht deswegen die Hausgeburt abzubrechen. Und ich glaube, das hat dann immensen Druck auf die Kollegin ausgelöst. Vielleicht unter Mhm. Umständen. Aber ich war da super dankbar. Und oft einmal beginnen so die besten Freundschaften. Mhm. Genau. Ja. Ich war da wirklich sehr dankbar, dass das Setting einfach nicht geändert werden hat müssen, Mhm. weil ja einfach aus meiner eigenen Geschichte ja in der Weg zur Hebamme ja über Umwege geführt hat und ihr von der Klinik gekommen bin, wo ich eigentlich abgebrochen habe, und dann bin ich nach Kärnten zurück und dann war das irgendwie so die Vorstellung, es wird überhaupt nicht passen, da rein zu müssen. Mhm. Deswegen war ich da sehr dankbar und bin da auch sehr dankbar. Mhm. Mhm. Und dein Weg als, glaube ich, eine selbstbestimmte junge Frau, die du warst und die du noch immer bist, bis zur Hebamme, war eigentlich so ein Sehr bisschen kurvenreich. sehr kurvenreich. Und du hast mir erzählt, dass du eigentlich schon mit 8 Jahren diesen Begriff der Hebamme kennengelernt hast, gewusst hast, was so eine Frau macht mit dieser Berufsbezeichnung, und dass du da gewusst hast, eigentlich möchtest du diesen Weg gehen und Hebamme werden. Magst du das mit uns teilen? Wie kam es dazu? Mhm. Also meine Mama ist noch einmal schwanger geworden und Du bist die ich bin Erstgeborene die deiner Mama? Mhm. Erstgeborene. Und ich habe mir immer Geschwister gewünscht, aber mit 8,5 Jahren habe ich eigentlich die Hoffnung aufgegeben gehabt. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass meine Mama schwanger geworden ist. Mhm. Und ich war immer sehr innig oder ich bin sehr innig mit meiner Mama. Und das hat mich natürlich mein eigener Weg und mein eigenes Entstehen schon sehr interessiert und habe gewusst, dass die Mama an meiner Geburt eigentlich ganz tief zu knabbern hat, dass sie wirklich traumatisiert ist. Das habe ich natürlich als Kind jetzt nicht so definieren können. Mhm. Aber in der zweiten Schwangerschaft habe ich dann gesehen, dass ihren vor allem ganz großartige Frauen geholfen und sie unterstützt haben, dass sie überhaupt sich vorstellen hat können, spontan noch einmal ein Kind zu Mhm. gebären. Und sie hat dann ganz eine großartige Kollegin gehabt unter der Geburt und ich war natürlich jetzt nicht dabei, weil das ist oft einmal die Frage: „Warst du dabei, dass du das gesehen hast?“ Na, aber die Mhm. Mama hat immer sehr ehrlich mit mir geredet und ich wäre ihren wahrscheinlich die Quintessenz ist das, dass ich ihr so gern mehr Stütze gewesen wäre als Kind, ist total spannend irgendwie und dass Mhm. ich das total großartig gefunden habe, dass ich so Weil ihr mit gestützt der war. und ihr mit der Mama habt gemeint, also ohne, also dein Papa Der war ist eigentlich nicht existent. existent. Wenn ich es Mhm. heute als erwachsene Person reflektiere mit einem Mann, wo ich sehe, was eigentlich Vaterrolle bedeutet, war Mhm. er eigentlich nicht Das wirklich heißt, ihr wart existent. ein Zweierteam mit der Ja, Mama. immer. Und du warst vielleicht auch mehr als Tochter? Mhm. Wenn ich so drüber nachdenke, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, schon ein Stück Kindheit verloren zu haben, aber das möchte ich jetzt gar nicht negativ betiteln. Mhm. Möglicherweise war im Denken einfach weiter oder die Mama mit mir ehrlicher. Ob das jetzt ein gut oder schlecht ist, mag ich gar nicht bewerten, Mhm. aber
Mama hat sehr viel mit mir geteilt und ich glaube, daran habe ich auch wachsen dürfen und habe halt einfach wirklich so das Leben wahrgenommen und gesehen, wie es ist. Und sie hat mich jetzt nicht, wie man oft einmal sagt, man schützt Kinder, Mhm. ähm, trotzdem kindgerecht mit mir, war sie immer sehr ehrlich. Und ich Mhm. glaube, an dem habe ich auch wachsen dürfen. Mhm. Und ich war eben schwer beeindruckt von, von dem, dass es Menschen oder Frauen gibt, Hebammen gibt, Mhm. die andere Frauen so supporten und das möglich machen. Und ich habe gewusst, dass die Mama große Angst vor der Geburt hat und dass es da eine Hebamme gegeben hat, die sie da unter dieser Geburt begleitet hat und sie da durchgehen hat können. Das hat mich tief beeindruckt. Mhm. Natürlich auch der körperliche Prozess, Mhm. zu sehen, wie da ein Leben in ihr wächst, das äußerlich zu sehen. Mhm. Und wir waren auch danach ein Zweierteam, muss man ganz ehrlich sagen. Wir waren dann ein Zweierteam mit einem Baby meiner Schwester. Mhm. Mm, Das hat mich schon schwer beeindruckt. Mhm. Aber auch teilweise sprachlos gemacht, traurig gemacht zu sehen, dass sie da eigentlich allein durch muss. Genau. Mhm. Und habe eben versucht, Stütze zu sein, Hebamme im alltäglichen Leben. Hebamme im alltäglichen Leben. Mhm. Das ist eigentlich schon eine sehr große Rolle eigentlich. Mhm. Mhm. Und du hast gewusst, du möchtest nicht nur Hebamme im alltäglichen Leben für deine Mama sein, was ja dann später auch noch echt erforderlich war. Also du bist tatsächlich, finde ich, sehr, also immer wieder Hebamme für deine Mama. Ähm, und du hast gewusst, das möchtest du eben nicht nur für deine Mama, sondern das möchtest du auch den anderen Frauen da draußen schenken. Ähm, und seit 13 Jahren bist du das. Und du hast gewusst, there's only one way to become one. Mhm. Das ist Matura. Und vielleicht magst du für all die da draußen so ein bisschen ehrlich erzählen, wie dieser Weg zur Matura war, weil ich glaube, dass viele Mütter zuhören und ähm, wir uns immer so wünschen, dass unsere Kinder halt ihren Weg gehen, dass sie vielleicht Matura machen oder wie auch immer, dass sie ihren Weg finden und wir verzweifeln vielleicht manchmal, wenn dieser Weg einfach ein bisschen turbulent ist und nicht immer geradlinig ist. Ähm, und vielleicht wirft es uns immer wieder so ein bisschen aus dem Vertrauen heraus. Oh Gott, was wird denn aus meinem Kind werden und so. Vielleicht teilst du mal deinen schulischen Weg bis zur Matura und dann bis zur Hebammerei, zur Genau, Hebammenausbildung. also der war sehr holprig und sehr kurvenreich. Ich war in mehreren Schulen in Klagenfurt, also ich habe tatsächlich in ganz vielen Schulen, an ganz vielen Schulsesseln Platz genommen. Und ich glaube, so das Kollektiv hat mir wenig zugetraut dadurch. Also eigentlich habe ich rundherum zu spüren bekommen, wahrscheinlich kann man froh sein, wenn ich irgendwo dann einen Job, eine Arbeitsstelle finden werde. Ein Studium war völlig ausgeschlossen in der Vorstellung der anderen. Und da komme ich dann wieder zu meiner Mama, die hat immer an mich geglaubt. Das Mhm. war super schwierig und wir haben uns mega gerieben und es hat ganz schlimme Zeiten zwischen uns gegeben. Aber sie hat immer an mich geglaubt, sie war die Einzige, die sowas nicht ausgesprochen hat. Aber das rundherum, Lehrer, Verwandte, genau, ganz innige Menschen, die haben eigentlich nicht an mich geglaubt. Und ich habe ein Ziel gehabt und das war die Matura für die Hebammenausbildung und ich habe gewusst, irgendwie muss ich da durchkommen und habe halt einfach mehrere Schulen ausprobiert und habe mich dann wieder abgemeldet und habe dann gewusst, okay, das brauche ich nicht. Und ich habe schon wirklich so ein Revoluzergehen in mir und ich komme ganz schwer mit gewissen Ansagen zurecht und das hat es mir natürlich nicht leichter gemacht, weil wenn ich ein bisschen angepasster gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich im geraden Wege zur Matura gegangen und hätte ein paar Jahre mir erspart. Mhm. Aber auch das hat mich irgendwie geformt und habe dann letztendlich eine Schule gefunden, wo ich tatsächlich dann Maturiert hast. Wo maturiert hast du habe, denn sogar maturiert eigentlich? ähm, im
berufsbegleitendem Setting. Also ich bin ins Abendgymnasium für Berufstätige eingestiegen, bin dann sogar in einen Job gegangen, in einen Bürojob, den man mir zuerst nur mit ganz viel Bauchweh geben wollte, weil man sich eben nicht sicher war, ob ich das tatsächlich ernst nehme, ob ich nicht die Düse gleich wieder mache. Aber ich habe das dann sehr ernst genommen, Was ja, hast du da tatsächlich. gemacht? Ich habe bei der ÖBB gearbeitet. Nein! In einem Sekretariat. Das war der Onkel meines damaligen Ex-Freundes und der hat echt Bauchweh gehabt, weil er ja so die Historie beobachtet hat oder mitbekommen hat, so ein bisschen. Aber ich habe mich recht gut geschlagen. Die hätten mich gern behalten und dann habe ich gesagt, na, jetzt ist es Zeit nach der Matura. Wenn ich in die Hebammenausbildung komme, dann bin ich die Düse. Genau. Genau. Na, ich glaube, man darf nicht verzweifeln. Und ich starte jetzt erst mit Pubertät bei der Großen, aber ich habe so das Gefühl, ich kann so vieles nachempfinden, was Mhm. sie gerade fühlt, weil es mir auch so gegangen ist. Und ich habe mir als Teenie damals schon geschworen, vergiss das nicht, Katharina, wie schwer es für die war und wie wenig Glauben an dich da war und dass ich trotzdem eigentlich einen sehr passablen Weg dann hingelegt habe, mit ein paar Kurven und Bitte. Umwege. Also wenn ich an meine Schulkarriere denke, ich habe immer sehr leicht gelernt und Schule war mein Wohlfühlort. Mhm. Ähm, Spannend. ja, voll. Ich glaube, damals habe ich nicht gewusst, warum. Ich glaube, das war einfach ein Wohlfühlort, weil es bei mir zu Hause nicht so angenehm war, weil es einfach unglaubliche Spannungen gegeben hat, weil mein Papa als Alkoholiker war und es war einfach immer, und die Schule war so mein Ruheort und da konnte ich mich ausprobieren und tausend Sachen machen. Und ich habe mir leid getan. Und das war so bei mir damals so eingespeichert. Schule ist einfach, Schule ist Fun, Schule ist einfach großartig. Ich lieb's. Und ich lieb's zu lernen. Bin voller Streber. Ja, das bist du auch. Ja, jetzt, Voller ja. Streber geworden. Ja, voll, aber Und als meine Kinder das nicht so gelebt haben und ihre Schulkarrieren ganz unterschiedlich waren und ist das für sie nicht ein Wohlfühlort war und diese Oase, wo man sich wohlfühlt, habe ich angefangen dann nachzudenken, okay, was war bei mir eigentlich wirklich los? Und am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, finde ich, dass ich gewusst habe, okay, man muss sich in der Schule nicht wohlfühlen. Man kann trotzdem gut durchs Leben gehen, auch wenn man sich nicht in der Schule wohlfühlt. Und wenn ich zu Elternabenden von meinen Kindern gegangen bin, dann wurden die eigentlich sehr oft auch mitunter gelobt, wie großartig sie sind. Das habe ich schon wohl auch gehört. Aber sie sind halt so selten da. Und ich habe mir natürlich auch ganz furchtbare Sachen anhören können über meine Kinder. Und deswegen finde ich es so schön, dass du das teilst, weil da teile ich jetzt was auch. Ich weiß, es hat einen Elternabend gegeben bei meinem Jüngsten in einer Schule, die absolut so einer, wie nennt man es, HTL, für Maschinenbau, weil er gedacht hat, Maschinen werden halt sein Traum werden, weil sein Freund das gemacht hat. Und ich glaube, er ist ganz schnell drauf gekommen. Das ist es eigentlich nicht. Und dann war ich bei diesem Elternabend und dieser aktuelle Klassenvorstand von ihm hat mir eigentlich furchtbare Sachen gesagt. Und was nicht mein Kind ist. Und ich habe mir gedacht, immer, sorry, ich habe ihn ausgebrütet. Er mag keine Hausaufgaben, ich weiß. Und das ist nicht die richtige Schule für ihn. Aber er ist ein guter Mensch. Und ich weiß, dass er seinen Weg gehen wird. Und er muss nur durch die richtige Tür durchgehen. Und damals hat er dann zu mir gesagt, Sie sind eine naive Mutter. Sie glauben wohl wirklich, wenn dieses Kind mit dieser Einstellung durch eine andere Tür durchgeht, dann ist er ein anderer Mensch. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, das glaube ich wirklich. Sie sind wohl naiv. Mhm. Glücklicherweise konnte er nicht einmal ein Jahr später durch eine ganz andere Tür durchgehen und sein Leben radikal verändern, zu seinem Glück für ihn und für alle, die um ihn herum sind. Und da habe ich noch einmal gewusst, nein, dieses an Kinder glauben und wissen,
dass womöglich der Weg nicht geradlinig ist, aber hinter ihnen stehen. Ich glaube, das ist das, was wir unseren Kindern geben können. Und ich finde es so schön, dass deine Mama dir das so geben konnte, dass du diesen Weg für dich gefunden hast, der dann ja auch in der Hebammenausbildung nicht wirklich geradlinig war. Mhm. Du Mhm. hast in Klagenfurt begonnen. Genau, ich habe 2007 begonnen, um mich 2008 wieder abzumelden. War in einem großen innerlichen Konflikt und habe mir gedacht, na, so kann ich das nicht aushalten. Und tatsächlich habe ich in der Zeit dann schon auch Hilfe gesucht, aber keine erhalten. Und es hat sich für mich so wie in der Schulzeit dann nicht richtig angefühlt. Also Was war das, was dich, also, ähm, über Grenzüberschritte, Worte wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ich gesagt habe, da geht es nicht um Herrenjahre, es geht um Wertschätzung, es geht um Respekt und sowas kann ich nicht 3 Jahre aushalten. mhm, Ich war 21, ich war total jung mhm, und ich habe gewusst, das halte ich nicht aus in dem Setting, wie der Umgang einfach war. Und nachdem ich keine Hilfe gekriegt habe, war dann die logische Konsequenz, na, da mache ich nicht mit. Das halte ich sicher nicht aus. Ich lasse mich nicht brechen. Für mich gibt es einfach Dinge, die sind nicht in Ordnung. Und wenn das nicht möglich ist über die Ausbildung, dann muss ich aufhören. mhm. Meine Mama hat da Schlag getroffen, die ist zu dem Zeitpunkt nämlich im Krankenhaus gelegen. Ich bin dann reinspaziert und habe gesagt, so, ich habe mich jetzt von der Akademie abgemeldet. Ich war natürlich fertig, weil sie gewusst hat, das war immer mein Traum und deswegen Matura und überhaupt. Ja, und dann habe ich ihnen erklärt, so, jetzt gehe ich nach Wien. Dann ist natürlich noch mehr die Welt zusammengebrochen. Um Gottes Willen, das Kind geht jetzt ins große Wien. Aber dort habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass mir nichts erfüllt und dass ich eigentlich nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe immer gearbeitet dann in die Was drei hast du Jahre. dann gemacht? In Wien hast du dann gearbeitet? Ich war auf der Uni inskribiert, ich habe, glaube ich, 6 Studienfächer hinter mir. Bin in jedes einmal reingegangen und mir gedacht, oh Gott, das verstehe ich überhaupt nicht. Um was Was geht's da hast du dann? denn alles ausprobiert? Bildungswissenschaften, Kultur- und Sozialanthropologie, Musikwissenschaften. Jetzt muss ich überlegen, was ich noch inskribiert war. Waren es nur 3? Ah, na, Ernährungswissenschaften war ich dann einmal inskribiert. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das was für mich. Aber das war mir alles zu theoretisch. Also tatsächlich nichts, was ich greifen habe können. Ich habe dann sogar noch für Prüfungen in Bildungswissenschaften gelernt und habe dann zu Margot gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, was ich da lerne. Was bedeutet das, was ich da auswendig lernen muss? Bin zur Prüfung gegangen, habe die bestanden und dann habe ich mir nur gedacht, okay, mit dem kann ich nicht arbeiten, das spüre ich nicht. Aha. Und der Marco war nachher eigentlich der gesagt hat, bewirb dich noch einmal. Und ich habe mir gedacht, nein, ich weiß nicht. Und dann Du bin bist ich, ja wegen ihm, wegen deinem Mann, bist du nach Wien gegangen. genau, da war er noch nicht mein Mann. Da war er noch nicht dein Mann. Aber ich habe ihn super großartig gefunden und habe mir gedacht, mit Es dem habe ich lohnt Zeit, sich, es wegen lohnt sich. ihm nach Wien zu gehen. Genau, er war schon in Wien und dann habe ich mir, es könnte gut werden. Genau. Der war einfach alles andere, was ich da vorher so Was hat dich erfahren so habe. fasziniert an ihm? Aber wart ihr da schon zusammen? War er da In schon dein Wien, Freund? in Wien war er dann schon mein Freund, ja, wo ich dann tatsächlich, weil es hat ja, der ganze Prozess hat ja dann schon fast ein Jahr gedauert. Da waren wir dann schon zusammen. Tatsächlich hat mich tief beeindruckt, wie wertschätzend er mir gegenüber einfach war, wie Mhm. lieb er war. Und ich habe ja keine männliche Figur in meinem Leben. Bezugsperson, wirklich. Nicht wirklich. Ich habe so Nicht eine positive. Randgruppen, Mhm. also so eine Randerscheinung eigentlich schon gehabt. Aber das würde ich jetzt sagen, reflektiert war das nicht irgendwie so etwas Positives. Mhm. Mhm. Und ja, er war einfach so lieb. Er war wirklich lieb. Er ist noch immer lieb. Mhm. Genau. Und er hat dann eigentlich mich motiviert und hat gesagt, probier's noch einmal, bewirb dich, schau mal. Und dann hat er mich so mutig gemacht, dass ich mich echt nochmal beworben habe für das Hebammenstudium und bin damals zur Aufnahmeprüfung gegangen und dann war das so ein langer Weg. Es war im Keller unten, große FH. Und dann geht er um die Ecke und sieht da 600 Bewerberinnen. Und es waren an dem Tag wahrscheinlich nicht 600, aber es waren über 100, die den Aufnahmetest geschrieben haben. Und das hat mich so verunsichert. Und dann habe ich gedacht, na, du hast es schon einmal geschafft, du schaffst es auch jetzt. Das ist mein Mhm. Weg. Und bin dann zum Gespräch eingeladen worden und habe es nicht verheimlicht, dass ich in der Akademie schon war. Und das war das dann eigentlich Inhalt des Gespräches. Und sie haben dann zu mir gesagt, na gut, Sie wissen eh, worauf Sie sich einlassen. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt bin ich 3 Jahre älter. Ich Mhm. fühle mich gestärkt, dass ich da durchgehen kann. Mhm. Mhm.
Und du bist dann aufgenommen worden, Ich bin aufgenommen glücklicherweise. worden, genau. Und hast du dann diesen Weg in Wien anders erfahren? Also Ja, würdest du sagen, ja. dass es sehr anders war Es oder war dass auch deswegen sehr du eine anders, weil andere warst? genau, ich war ganz sicher anders. Nicht, dass ich mir mit 21 das nicht getraut hätte, aber ich habe mit 3 Jahre später habe ich tatsächlich nachher wirklich gespiegelt und gesagt: „Das finde ich nicht in Ordnung. Man kann auch anders mit mir reden, wenn man was haben möchte.“ Ich glaube, ich war gerader nachher. Mhm, Ich habe was anderes ausgestrahlt. mhm, Ich war noch tiefer entschlossen, Hebamme zu werden mhm, und mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und mutig zu sein, ehrlich zu sein und zu sagen, wenn etwas übergriffig war oder einfach Grenzen überschritten hat, wirklich dann im Nachgang zu sagen: „Das finde ich nicht in Ordnung. Ich weiß, dass ich Studierende bin, aber ich würde mir wünschen, dass es auf anderem Weg passiert, wenn man mit mir kommuniziert mhm, oder was haben möchte.“ mhm, Mhm. Ich glaube, diese Klarheit hat es anders gemacht. mhm. Nicht, also, ich habe tiefe Verunsicherung in Klagenfurt damals gehabt. Also, wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke, weil wir haben ja beide die Ausbildung genossen, sind jetzt Hebammen und bilden auch aus. Im theoretischen Setting und auch im praktischen, wenn Studierende mit uns mitgehen. Und ich bin super, super, super dankbar zu sehen, dass sich das schon echt verändert hat. Dass wir immer daran arbeiten können, dass wir noch bessere Menschinnen sind in jeglicher Hinsicht, aber dass sich diese Situation sehr verändert hat auch. Ähm, und ich weiß, ich meine, ich habe meine Ausbildung gemacht, da hatte ich schon 2 Kinder. Wenn ich war festgebunden an Klagenfurt, wenn oft geweint. Also ich glaube, nicht nur ich habe oft geweint, als eigentlich erwachsene Frau damals, weil ich diese Hierarchien und diesen menschlichen Umgang miteinander ähm, einfach überhaupt nicht gekannt habe aus meinem Leben. Und mich das einfach so überrascht hat. Und ich glaube, hätte ich die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich gehe jetzt woanders hin, ähm, dann hätte ich das gemacht, aber das war bei mir vollkommen unrealistisch. Und ich habe auch gewusst, das ist der einzige Weg bis zum Ziel, dass ich Hebamme sein kann, das zu machen. Und ich würde nicht einmal so sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch in der Lage ist, dann zu spiegeln, weil sehr vieles in diesen verstaubten Systemen, wie früher die Ausbildung war oder Betreuung in der Ausbildung, überhaupt null reflektiert war, sondern dass man das einfach etwas weitergelebt hat, was man sich abgeschaut hat und überhaupt nicht reflektiert hat, was tut man da eigentlich? Weil wenn man das bewusster hingesehen hätte, dann bin ich davon überzeugt, dass viele Kolleginnen einfach keine schlechten Menschinnen sind, sondern einfach nicht nachdenken, was sie da machen. Und wie schön es ist, dass wir heute auf einem Punkt sind, wo man echt schon ein bisschen innehalten kann, einen Spiegel kriegt auch, ein bisschen nachdenken kann drüber, wie man mit der Welt um sich herum eigentlich umgeht. Und ich glaube, dass diese Stärkung der Individuen eigentlich auch dazu beiträgt, dass wir einen anderen Umgang auch miteinander haben. Wie siehst du das jetzt als die Studierende begleitet? Mhm, genau. Also, ich glaube auch, dass wir viel mehr reflektieren. Ich bin sowieso jemand, der alles zerdenkt im Kopf. Also, ich habe oft einmal so das Gefühl, genau, ich reflektiere zu viel, Mhm. gewisse Dinge, aber ich glaube, dass sich dadurch ganz viel verändert hat in der Begleitung von Studierenden und auch über diese Begrifflichkeiten, Wertschätzung, was bedeutet Wertschätzung und Mhm. was bedeutet, also, ich glaube, früher war das so normal, dass Lehrjahre oder Ausbildungsjahre verwebt waren mit: „Da muss es dir schlecht gehen.“ Mhm. Das hat irgendwie so dazugehört. Mhm. Und ich glaube, da ist ganz viel passiert, Mhm. ähm, weil auch so jemand wie ich und du durch diese Ausbildung gegangen ist, und das können ja immer ganz klar alle so definieren und sagen: „Es war furchtbar.“
Und dann gibt es da die Menschen, die das dann reflektieren und irgendwann selber in der gleichen Situation stehen und dann junge Menschen begleiten dürfen. Und das entspricht gar nicht mein Naturell, dass ich da sagen könnte, ich mache das jetzt gleich, wie es mir ergangen ist oder ich finde das in Ordnung. Also ich Mhm. glaube schon, ich arbeite jetzt nicht in der Klinik drinnen, aber ich für mich reflektiere mich und versuche da wirklich einen anderen Weg zu Mhm. gehen. Und ich glaube, das tun viele Kolleginnen mittlerweile. Mhm. Und dann hast du die Ausbildung in Wien abgeschlossen. Mhm, Warst in guter Hoffnung. genau. Mhm. Hochschwanger. Hochschwanger. Und ihr habt dann mit Marco gemeinsam die Entscheidung getroffen, ihr kommt wieder nach Kärnten. Mhm. Und du möchtest in Kärnten als Hebamme Fuß fassen. Und wie kam es bei dir zu dieser Entscheidung? Weil als Hebamme können wir ja echt uns unterschiedliche Wirkungsbereiche aussuchen, dass es die Freiberuflichkeit ist. Tatsächlich war der Weg überhaupt nicht klar für mich und ich bin relativ blauäugig nach Kärnten zurückgegangen, also motiviert eigentlich zur Verbindung meiner Mama. Das ist Mhm. nämlich tatsächlich der einzige Grund, warum wir da sind. Ähm, Habe ich gedacht, ich werde Beleggeburten machen oder ich werde in die Klinik gehen. Und dann habe ich ja die Große zu Hause geboren. Der Mhm. Weg war eigentlich nicht so klar, weil eigentlich habe ich gedacht, ich werde vielleicht in die Klinik gehen, aber aus der eigenen Erfahrung der Ausbildung heraus habe ich damals gesagt, ich möchte nicht in die Klinik gehen, ich möchte heraus gebären. Und das war natürlich für mich ganz ein neues Setting. Ich habe es zwar gelernt, theoretisch, aber ich war nie bei einer Hausgeburt anwesend. Also war die Hausgeburt, die erste Hausgeburt, meine eigene Geburt. Mhm. Und das hat dann ganz tief was mit mir gemacht, weil ich einfach gesehen habe, das ist ganz anders. Das läuft da ganz anders irgendwie. Und dann war der Weg irgendwie total offen und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht probiere ich es im freien Feld, In der freien Wildbahn da in der draußen. freien Wildbahn und habe ja dann dich begleitet und noch andere Kolleginnen, wo ich bei Geburten dann dabei sein habe dürfen, bei Hausgeburten. Und habe dann einfach gedacht, ich mache das jetzt, es passt gut in mein Leben hinein. Und deswegen bin ich eigentlich heraus gelandet. Mir hat dann das Universum nach einem Jahr ungefähr geprüft, dann hätte ich eine Stelle haben können in einer Klinik. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gespürt, na, ich bin jetzt gerade da angekommen und das passt. Mhm. Mhm. Und dann sind wir uns ja noch tiefer begegnet, in diesem Kontext quasi, in diesem Hebammenkontext, in der freien Praxis, weil du dann plötzlich ähm, nicht eine Frau warst, der ich unter der Geburt geholfen habe oder nach der Geburt geholfen habe, sondern eine Kollegin. Waren wir Kolleginnen und da sind wir nach wie vor und da reiten wir auch viele Pferde miteinander in vielerlei Hinsicht. Ob das jetzt im tatsächlichen Tun ist, ob das jetzt in der Standesvertretung ist. Es macht sehr viel, viel Freude. Und ich glaube, dass du auch eine von Kolleginnen bist, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir sehr viel für Hebammen selbst auch tun in Klagenfurt, also in Kärnten, weil du auch ein Teil der Standesvertretung bist, also weil du auch mit im Gremium bist und einfach kreativ bist, viele Ideen hast auch und für jeden Blödsinn zu haben bist eigentlich auch. Mhm, genau. Das unterschreibe ich. Mhm. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich aus dem Weg raus, dass eben also 2007 ist ja noch länger her, als 13 Jahre Hebammen sein jetzt an, aber ich bin ja 2014 zur Standesvertretung, also da bin ich eigentlich beigetreten, also ein Jahr nachdem ich den Abschluss gehabt habe, weil es mir total wichtig war, dass sich was verändert. Und da habe ich tatsächlich ganz eine tiefe Kluft auch wahrgenommen in Mhm. Kärnten zwischen den intramoralen und extramoralen Bereich. Also da Mhm. habe ich mich teilweise 3 Tage davon erholen müssen bei Mhm. solchen Treffen und habe mir gedacht, das geht sicher besser. Mhm. Genau. Mhm. Und der Rest ist Geschichte, oder, würde ich sagen. Genau. Aber das ist total schön und das Mhm. bereichert da. Mhm. Genau. Du hast ja mittlerweile 3 Kinder. Du hast 2 Töchter und einen Sohn. Die sind 12, 7 und 3. Ähm, dieses Zurückkommen nach Kärnten, dann in Hebammenberuf, ähm, Eintreten quasi im Kärntner Raum, hat natürlich dein Leben nachhaltig verändert.
Was würdest du sagen, hat Mutterschaft an sich in dein Leben gebracht oder was hat die Mutterschaft in deinem Leben verändert? Also, dass es einmal tief menschlich verändert, glaube ich, brauche ich gar nicht sagen, weil das ist so ein Prozess, Mutter zu werden. Es hat mir wahrscheinlich noch ein tieferes Verständnis für das gebracht, was meine Mama so durchlebt Mhm, hat, in Nuancen, weil ich habe immer, noch jemanden an meiner Seite, den meine Mama nicht gehabt hat. Und da festzustellen, dass es wirklich hart gewesen sein muss für sie. mhm, Aber auch ganz eine neue Form von Akzeptanz mir gegenüber, weil ich würde schon sagen, dass ich sehr selbstoptimierend trotzdem und sehr kritisch mir gegenüber war und ich glaube, so ein Stück weit habe ich auch heilen dürfen. mhm, Genau. Wenn man das sich jetzt so reflektierend, also so, wenn ich einfach drüber nachdenke, wie es halt früher war, wir sind schon sehr geprägt von der Modeindustrie, von dem, was vorgegeben wird, wie du sein musst, wie du sein mhm, sollst als Frau. Oft einmal bin ich ja sehr erschrocken, dass mir diese patriarchalen Strukturen in jungen Jahren gar nicht aufgefallen sind. Mm, Also ich habe mich schon zu einem Teil selbst optimiert, auch in einer nicht in einer gesunden Art und Weise, weil ich meinen Körper auch gar nicht akzeptiert hat. Und das hat mir tatsächlich, glaube ich, das Mutterwerden gebracht. Weil das so 'ne tiefe Ehrfurcht auch von mir aus, also nach wie vor Schwangerschaft, Geburt hat mich als Kind fasziniert, aber wie ich das dann selbst erfahren habe, war ich einfach nur tief beeindruckt und fast sprachlos, was der Körper, der menschliche, der weibliche Körper fähig ist zu leisten. Genau. mhm. Und so glaube ich, weil also du teilst es ja auch offen ähm, auf Social Media, dass du schon diese Rolle der Frau in der Gesellschaft nicht nur als Frau, als Mutter, als Partnerin sehr kritisch betrachtest auch und immer wieder ähm, Klarheit hineinbringen magst, dass dir das einfach wichtig ist, das immer wieder zu hinterfragen, aus neuen Perspektiven zu betrachten. Was treibt dich da an? Was ist es, glaubst du? Ja, ich glaube schon zu einem gewissen Teil, dass es mehr oder weniger jetzt immer lauter wird in der Gesellschaft an Mhm, sich, dass wir das gar nicht ausblenden können, mhm, dass wir Hebammen generell sehr reflektiert sind und für das Frausein mhm, und für, genau, für den Stellenwert der Frau in der Gesellschaft. mhm, Mm, Aber eigentlich, was treibt mich tatsächlich an? Der Fluss des Lebens, die Wellen des Lebens. mhm, Und momentan habe ich so das Gefühl, es ist die Zeit, dass gewisse Dinge aufbrechen dürfen, mhm, dass man hinschauen darf mhm, zu gewissen Dingen, die vielleicht vor Jahren, genau, noch nicht in Ordnung gewesen wären. Nicht in Ordnung im Sinne dessen, dass einfach die Zeit nicht war, die Zeit mhm. nicht reif war. Reif war. Mhm. Mhm. Was ist dir wichtig, an deine Kinder weiterzugeben? Boah, das ist so viel, dass ich mich oft einmal zurücknehmen muss. Ich würde Mhm, mir wünschen, dass sie das so klar das schon sehen können, mhm, weitaus früher, als ich das sehen habe dürfen, dass sie an Herzen folgen, dass sie ehrlich zu sich sind und für das einstehen, was ihnen wichtig ist. Das würde ich mir wünschen. Ganz egal, was die Gesellschaft jetzt dann erwartet oder denkt oder eben definiert, was richtig ist. mhm, Genau, ja. mhm, Und ich bin da und begleite. mhm. Ich hätte jetzt eine sehr persönliche Frage und du schaust, ob du die beantworten magst. Dadurch, dass ich ja auch deine Hebamme sein durfte, habe ich deinen Körper noch intimer erfahren. Und dein Körper hat ganz viel Farbe, ähm, die ich wunderschön finde. Also deine Tattoos sind wunderschön. Oder wenn man das erste Mal dann die Kathi so sieht, da war ich schon und dachte, wow, Wahnsinn. Wann hat die Reise begonnen? Ähm, wann hast du diese Liebe zu dieser Kunst auf dem Körper eigentlich entdeckt?
Ja, mit 21. Also, mit 21 habe ich angefangen, tatsächlich Farbe unter die Haut zu bringen. Und das war tatsächlich wahrscheinlich schon ganz ein kleiner Aspekt dabei, wieder das Revoluzergen auszupacken, weil meine Mama davon nicht so viel gehalten hat. Und tatsächlich habe ich erst so richtig mit 21 dann rebelliert. Wir Mhm. haben zwar in der frühen Pubertät oder so mit 16 war es so gar nicht leicht, aber ich glaube, da bin ich noch einmal ausgebrochen aus diesem Gesellschaftskonstrukt. Es klingt total komisch, weil heute ist fast jede zweite, dritte Frau tätowiert oder jeder dritte Mensch tätowiert. Aber damals war schon ein Damals bisschen nicht. ein Ausbrechen Mhm. aus dieser Gesellschaftsnorm, wo ich mich nie dazu gezählt habe und auch nicht gesehen habe und die Gesellschaft mir aber auch nicht gesehen hat, weil die haben mir ja nichts zugetraut. Also der Weg, wo ich enden werde, war anders prognostiziert von der Lehrerschaft oder so. Und ich glaube, das war schon noch einmal so ein Breakout aus diesem ganzen Bravsein. Das habe ich auch gut kennen. Also ich habe ja dann bei der ÖBB gearbeitet. Da war ich Da total warst adrett und brav und wenn ich da Fotos anschaue, da schaue ich aus wie eine 80-jährige Frau. Also nicht jung, nicht. Und da danach ist der Ausbruch eigentlich erst gekommen. Ja, wo ich mich von der Hebammenakademie abgemeldet habe, weil das hätte ich mir nie getraut, mhm. vor der Akademie mich tätowieren zu lassen, weil dann hätten sie mich vielleicht gar nicht genommen. Mhm. Genau, und dann war das eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe. Ich habe mich abgemeldet und mehr oder weniger Zack, habe ich dann im Termin im Tattoo-Studio Tattoo-Studio. Platz genommen und habe mir gleich den halben Oberarm Entdeckt. tätowieren lassen. Genau, und dann waren die Prognosen noch schlechter. Um Gottes Willen, was wird mit der Katharina passieren? Jetzt ist sie tätowiert auch noch. Und so viel. Es ist nicht so ein kleines, so viel. Der ganze Oberarm. Oh. Genau. Ähm, Ich habe ja zum Beispiel diesen Weg zur Farbe im Körper ja auch in meinen späten Jahren eigentlich gefunden. Ich habe eine Frau entbunden, die Tattoo-Studio hat, und die hat mir dann als Geschenk habe ich einen Gutschein gekriegt. Ich glaube, ich war damals 40, 41, 42, und dann rufe ich sie an, nachdem ich das Geschenk zu Hause aufgemacht habe. Dann sage ich: „Hey, meine Liebe, ich weiß es nicht. Ich meine, schon ein bisschen alt für sowas.“ Und dann hat sie gesagt: „Ach, Sarah, meine Älteste war 62. Aber weißt du was? Wenn es dich nicht ruft, vielleicht eins deiner Kinder.“ Macht: „Ja, passt, ja, stimmt. Aber danke sehr, danke sehr.“ Und dann, ich glaube, das war vielleicht 2 Jahre später, ähm, stand ich einmal auf und habe angefangen, Tattoos auf meinem Körper zu sehen. Da habe ich gedacht: „Was ist 'n jetzt los mit mir?“ Vielleicht war es Midlife Crisis, keine Ahnung. Oder irgendein Aspekt von mir, der da geboren werden wollte. Und dann habe ich einfach nicht mehr aufhören können, denken an das. Und ich habe einfach meinen Körper gesehen, dass schon einfach tätowiert ist, und dachte: „Das darf ja nicht wahr sein.“ Und habe gedacht: „Okay, jetzt kann ich nicht anders. Jetzt muss ich sie anrufen.“ Und dann habe ich sie angerufen und dann habe ich ihr so erzählt, was ich mir so vorstelle. Und da habe ich ihr das alles erzählt, gell? Und dann war eine Pause und dann sagte sie: „Sala“, das ist so 'ne bodenständige. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Von null Tattoo auf Ganzkörper-Tattoo, oder wie? Na ja, so könnte ich mir das vorstellen. Und als ich dann angefangen habe damit, ich weiß, ich bin zum ersten Termin gefahren, und dann hat eins meiner Kinder mich noch einmal angerufen: „Mama, bist du dir sicher? Mama, weißt du, das bleibt dann für immer. Ich will, dass du das noch einmal überdenkst.“ Ich sage: „Nein, das fühlt sich so richtig an. Ich mache das jetzt.“ „Ja, das will ich.“ „Es bleibt für immer, okay?“ Er sagt: „Ja, das weiß ich, das bleibt für immer.“ Ich habe es so spannend gefunden. Ich glaube, man kann ja auch als Eltern also halt, man wandelt ja ständig, man entwickelt sich ständig weiter. Ähm, und wenn du sagst, das war so 'n bisschen Revolution auch zu sagen: „Say ja zu mir selbst.“ Und ich glaube, das ist es ja eigentlich. Wurscht, was wir tun, es ist einfach immer ein tieferes und breiteres Ja zu sich selbst durch all diesen bunten, also Chaos eigentlich, in dem wir uns da befinden in verschiedenen Rollen. Aber glaubst du, bist du fertig? Na.
Mhm. Ich habe nur momentan so wenig Zeit, sonst wäre ich schon weiter. Was Genau. soll denn noch auf deinen Körper? Hm, das kann ich gar nicht so klar definieren, aber der Rücken wird wahrscheinlich noch fertig gemacht werden. Ich habe ja die Koordinaten von der ersten oben stehen, wo ich sie geboren habe. Das heißt, mindestens die 2 weiteren Kinder müssen noch Müssen noch folgen. drauf? Genau. Und dann schaue ich, wohin der Wo Fluss geht denn der Fluss des Lebens ist. hin? Mhm, Ja. genau. Na, ich glaube, dass es noch nicht fertig ist. Es ist nur keine Zeit momentan. Mhm. Mhm. Dieses Zeit in diesen all verschiedenen Rollen, also du machst ja so viel als Hebamme. Du betreust draußen die Frauen, du machst Kurse, du bist Lehrende, du hast 3 Kinder, bist Partnerin. Wie findest du in all diesen Rollen immer wieder zu dir zurück? Das ist gar nicht so leicht. Oft einmal Mhm. verliere ich mich tatsächlich und genau, habe dann eher so das Gefühl, dass ich echt in all dem irgendwo verloren bin. Ich glaube tatsächlich dann wieder in Auszeiten. Mhm. Also jetzt stehe ich auch wieder auf so einem Punkt, wo ich mir denke, okay, irgendwo habe ich mich verloren Mhm. und es darf vielleicht wieder ruhiger werden. Mhm. Und tatsächlich wird das auch ganz sicher der Fall sein, dass ich einfach ein bisschen ruhiger mache. Aber was ist so, also wie würdest du es bezeichnen? Was passiert in dir, wenn du dich und deine Essenz wieder spürst? Oder was hast du so in deinem Leben, wo du merkst, okay, da ist es dir möglich, dann vielleicht auch immer wieder zu dir zurückzukommen und dich wahrzunehmen und zu spüren? Ja, schon bewusst Auszeit zu nehmen oder Mhm. bewusst in die Ruhe zu finden. Nur tatsächlich habe ich so oft das Gefühl, dass ich ganz viel Energie aus dem Tun gewinne und dann in so ein Rad reinkomme, wo ich immer mehr mache, wo ich mir denke dann, oh, und das könnte ich noch machen und dieses könnte ich ausprobieren. Aber tatsächlich die Ruhe, die Kunst der Ruhe, und das fällt mir extrem schwer, weil ich oft einmal nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll, wenn ich dann in Ruhe bin. Also ich merke Mhm. das tatsächlich in Urlaubszeiten, Mhm. dass mir das ganz schwer fällt, dass ich mich sehr, sehr gern ablenke. Also ich glaube tatsächlich, mich selbst auszuhalten in der Mhm. Ruhe. Mhm. Wie ist es Aber denn, wenn die Kathi sich selbst aushalten muss? Was kommt denn da hoch? schwierig, schwierig. Also schwierig im Sinne dessen, weil ich halt tatsächlich sehr viel im Kopf unterwegs bin, weil ich ganz viele Dinge vielleicht noch nicht fertig gedacht habe, ähm, wo ich mir Überlegungen anstelle. Also das, was ich bin, Mhm. woher ich komme, also was so mein Weg ist. Genau, ich glaube, es ist schwierig. Da kann ich mich noch echt ganz viel üben auch in diesen Aushalten. Es fällt mir schwer, ich lenke mich sehr, sehr gern ab im Mhm. Tun. Mhm. Mhm, genau. Aber ich weiß, dass ich das brauchen würde. Mhm. Ich bin, wir haben ja eh schon einmal geredet, bin sehr getrieben oft einmal so von diesen Tun, 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 funktionieren, funktionieren, funktionieren. Genau. Funktionieren kann ich gut. Mhm. Loslassen fällt eher schwer. Mhm. Ich glaube, das habe ich auch bei den 3 Geburten gespürt. Das war dieser Knackpunkt, das Loslassen. Wenn du an deine 3 Geburten denkst, was findest du, hat dich als Human Being da am allermeisten geprägt? Was hat mich da am meisten geprägt? Boah, das waren so eine Grenzerfahrungen für mich. Also das Mhm. war wirklich so grenzwertig. Ja, letztendlich habe ich dann schon wahrscheinlich auf irgendeinem Punkt loslassen können oder losgelassen, Mhm. aber das fällt mir extrem schwer.
Es klingt von außen oft einmal so gut, was wir so lernen in der Hebamme, wie wir so Frauen begleiten und worauf es ankommt, was wichtig ist unter der Geburt, aber das selbst nachher so zu spüren, das Loslassen, wie gesagt, das, was mir am meisten geprägt hat, ist wahrscheinlich wirklich so das Akzeptieren von mir selbst, Mhm. dass ich das darf, Dass dass du ich gut das, so bin, wie ich wenn du bin. loslässt. Mhm. Heute hast du eine interessante Karte gezogen, bevor wir angefangen haben, im Gespräch. Vielleicht passt die auch gut dazu. Ja, Freya, Mhm. radikale Akzeptanz. Mhm. Mhm. Und loslassen. Ich durfte dich ja in diesem Loslassen begleiten und dir den Raum halten dafür. Und immer wieder finde ich es dann als Raumhalterin, als Hebamme sehr spannend, weil ich es natürlich von mir auch selber kenne, ähm, wie wir immer wieder bei dem landen, wie viel halten wir wirklich von uns selbst, wie genährt sind wir von unserem eigenen Selbstwert, wie tief in der Zelle ist das tatsächlich verankert und wie viel ähm, suchen wir es dann im Außen eigentlich durch Tun, durch, durch Tun, durch Kreieren, durch andere Sachen machen. Und ich glaube, dass wir Menschen wahrscheinlich ein Leben lang immer tiefer in diese Verkörperung hineingehen, von sich selbst so annehmen und akzeptieren, wie wir sind und diesen Selbstwert, diesen Muskel des Selbstwertes eigentlich und der Selbstakzeptanz eigentlich uns darin zu üben. Und dass wir uns wünschen, dass wir von außen gesehen werden, und wie schön es ist, wenn es uns immer wieder in Bruchteilen zumindest gelingt, uns selbst zu sehen und zu würdigen für das, was wir sind. Ich werde, als ich dich beim zweiten Kind vor 7 Jahren begleiten durfte, bei der Geburt auch, das werde ich nie vergessen, weil für mich so schön war, dass du uns, und ich sage uns, weil wir waren heilige drei Königinnen, die dich da begleitet haben, was wunderschön war. Das ist ein Riesenprivileg, glaube ich, für die Frau, aber auch für uns als diese Dreier. Also ich habe damals 2 Praktikantinnen gehabt, die mit waren, aber das hat es gebraucht, ähm, dass du dieses Gefühl gehabt hast, du bist sicher, du bist safe, es sind genug, da sind Menschen um mich herum, die glauben an mich, die sehen mich und ich darf einfach sein. In jeglicher Facette meines Daseins darf ich sein und sie hören einfach nicht auf, an mich zu glauben. So habe ich diese Geburt erfahren, dass du da so viele Wellen geschwommen bist, dieser tiefere, noch tiefer zu gehen. Ja, ja, passt. Auch wenn ich vielleicht jetzt glaube, ich kann nicht sein, so wie ich gerade bin, das kann so nicht sein. Die glauben noch immer dran. Mhm. Und auch wenn man das immer wieder intensiv erlebt, kommt man offensichtlich, und kennt es von mir ja auch, immer wieder dann im Alltag auf den Punkt, wo man denkt, ist das genug? Ja, Reiche ich? genau. Bin ich eigentlich wirklich genug? So wie ich bin, ohne dass ich noch eine Ausbildung mache, ohne dass ich noch einen Kurs gebe, ohne dass ich noch das mache und noch das mache, reicht das wirklich? Mhm. Es beschreibt aber ganz gut das, was ich so zum Spüren immer gekriegt habe. Und ich glaube schon, dass eine der Antworten darin liegt, dass ich natürlich dann auf irgendeine Art und Weise diese Bestätigung suche, weil das Außen eigentlich nicht geglaubt hat an mich. Mhm. Definitiv. Mhm. Und dass Und das, dass natürlich im Inneren die Fragestellung aufwirft, ist man eigentlich genug? Ist das genug, was man leistet? Ist man jetzt quasi akzeptiert, dass man einen passablen Weg hingelegt hat oder als Hebamme gut ist oder
Genau. Als Mensch gut ist, als Freundin gut ist, als Partnerin gut ist, gut genug ist. Mhm. Mhm, ganz sicher. Selbstoptimierung, würde ich sagen. Definitiv sieht dann immer wieder so eine Schleife für mich. Und das darf aufbrechen. Genau, ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich das Selbstoptimierung bezeichnen würde, sondern ich glaube, das ist dieses Suchen in sich selbst, diesen Punkt zu finden, wo man sich einfach einmal dann entspannen kann, hinsetzen kann und sagen kann, ich bin gut mit mir und ich nehme mich mit all dem, was ich bin, einfach an, dass mich das einfach alles ausmacht. Und ich erlaube es mir zu sagen, dass es gut genug ist, weil eigentlich beurteilt mich ja im Außen niemand. Die härtesten, die uns beurteilen, sind, glaube ich, vor allem bei uns Frauen, wir selbst. Genau. Ich finde, dass wir da schon eine kollektive Genetik in uns auch tragen, die uns in diese Schiene auch hineintreibt, an uns zu zweifeln. Gerade habe ich weiß gar nicht, was das für ein Ausschnitt war aus einem Interview, wo ein Kriminalbeamter gesagt hat, also da wurde auch darüber wieder gesprochen, die Gewalt an Frauen, die so kollektiv einfach in der Gesellschaft stattfindet. Und was sollen Frauen tun, damit sie sicher sind im Leben? Und er hat gesagt, naja, wenn wir die Statistiken der Welt heute anschauen, dann sollen sie mit keinem Mann zusammen sein. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil ich Männer über alles liebe. Ähm, aber es hat mich dann weiter zum Denken gebracht. Ähm, woher kommen wir Frauen eigentlich? Was prägt uns? Und was eigentlich aus dem Kollektiven in unsere eigene Biografie hineinspielt auch. Und dann kommt natürlich noch unsere eigene Prägung dazu, ganz individuelle Biografie, die es einfach ähm, sehr oft nicht so einfach macht, dass wir uns suchen. Aber ich glaube, dass das auch das Spiel auf diesem Planeten ist. Dass wir mit Krach oder landen und dann immer wieder diesen einen Punkt suchen, wo wir gut sind mit allem, was wir gerade sind. Bis in deinem Fall der nächste Mama schreit oder die nächste. Ah! Uff, ich habe den Punkt gerade wieder verloren. Mhm, mhm, voll, voll. Mhm, mhm. Ja. Was würdest du sagen, ähm, wofür bist du dankbar in deinem Leben? Hm, tatsächlich bin ich dankbar, Mutterschaft erfahren zu dürfen, Mhm. tatsächlich Hebamme geworden zu sein im Mhm. Leben, dass die Umwege nicht gereicht haben, es nicht zu werden, dass ich Beziehung leben darf, dass ich eine Männerrolle kennenlernen darf im Leben, auf die man sich verlassen kann, worauf sich die Kinder verlassen können. Mhm. Genau, für das bin für mein ganzes Leben dankbar, dass ich da bin, auch wenn es nicht immer leicht ist oder leicht war, Mhm. das Leben zu leben. Für das bin Mhm. ich dankbar. Mhm. Mhm. Und was wünschst du dir? Was wünsche ich mir? Klingt platt, gesund zu bleiben, Mhm. gesund durchs Leben zu gehen, alt zu werden, Mhm. meine Kinder auch älter werden zu sehen, Mhm. Enkelkinder, Hebamme zu bleiben. Das wünsche ich mir tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, ob das platt klingt, aber tatsächlich gesund zu bleiben. Genau, ich glaube nicht, dass das platt klingt. Ähm,
Ich wünsche es mir auch vom Herzen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, weil wenn deine Wünsche in Erfüllung gehen, dann werden wir noch ganz viele Sachen miteinander erleben. Genau. Wir werden noch ganz viel lachen miteinander. Mhm. Wir werden noch ganz viel tanzen miteinander. Wir werden ganz sicher auch noch viel weinen miteinander. Mhm. 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 Ja, Und wir werden einfach gemeinsam diese Welt schöner machen, finde ich. Ist das ein guter Plan? den nehmen wir. Die nehmen wir. Genau. Liebe Kathi, ich bedanke mich vom Herzen, dass du heute da warst, dass du meine Gästin bist und dass auch andere, die zuhören, die Möglichkeit haben, noch andere Facetten von dir zu sehen, zu spüren und sich von dir berühren zu lassen. Ich Danke sag sehr danke. vom Herzen.